Hallo zu einer weiteren sommerlichen Ausgabe von Tuk Talk. Wenn Sie so an Ihre Schulzeit zurückdenken, erinnern Sie sich doch sicherlich noch an die Leichtathletikdisziplin im Sportunterricht. Wie schnell konnten Sie laufen oder was war Ihre Bestleistung im Dreisprung? Unser heutiger Gast springt aktuell ganze 13,46 Meter und gehört damit im nationalen Vergleich zu den 4 besten Leichtathletinnen. Natürlich träumt auch sie von Olympia und hofft außerdem darauf, irgendwann einmal jedes in ihrer Karriere besprungene Land etwas ausführlicher bereisen zu können als jetzt. Maria Purzer wurde in Dresden geboren und entdeckte dort ihre Leidenschaft für die Leichtathletik. Nach ihrem Abitur am Sportgymnasium kam sie im Jahr 2014 für das Bachelor- und Masterstudium in Psychologie nach Chemnitz und will nun ihre Leidenschaft zum Beruf machen. Maria beschreibt sich selbst als zielstrebige, offene, optimistische und energische Leistungssportlerin, die die Teilnahme an den Olympischen Spielen fest vor Augen hat. Ihre größten Erfolge verzeichnete die 23-Jährige in der Disziplin Dreisprung, in der sie unter anderem den ersten Platz bei den Conference Championships in den USA, den dritten Platz bei den Hallenmeisterschaften in Leipzig und den Bronzerang bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin belegen konnte. Marias Medaillensammlung umfasst mittlerweile über 200 Exemplare, für die sie mit Trainer Harry Marusch tagtäglich hart arbeitet. Doch auch als Sportlerin legt sie großen Wert auf ein abwechslungsreiches Privatleben mit Freunden, Musik, Freizeitsport und kleinen Naschereien. Neben Schokolade und Erdnussmus mag sie außerdem gerne Kaffee und hofft darauf, diesen eines Tages vielleicht sogar einmal mit ihrem Idol Dirk Nowitzki trinken zu können. Hallo Maria, schön, dass du heute bei uns sein kannst, trotz deines doch sehr straffen Trainingsplans. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne doch. Ja, du bist ja seit 2002 Leichtathletin, aber so richtig wohl fühlst du dich eigentlich in deiner Paradedisziplin, dem Dreisprung. Was genau fasziniert dich denn daran so sehr? Ich bin durch meinen Bruder überhaupt zur Leichtathletik gekommen und damals hat mich schon als Kind gepackt, dass sozusagen die Leichtathletik so facettenreich ist. Mein erster Heimatverein war der TSV Kosbaude und die Trainer meinten schon zu mir, dass ich so Potenzial hätte, eines Tages Dreispringerin zu werden. Und da bin ich auch ein bisschen hartnäckig geblieben und mich fasziniert vor allen Dingen, dass es so unterschiedliche Komponente verlangt. Einerseits musst du super schnell sein als Dreispringer. Dann natürlich ist es eine Sprungdisziplin, du brauchst Sprungkraft und natürlich die technische Komponente. Jeder, der mal einen Dreisprung gesehen hat, weiß genau, es sieht super graziös aus, aber es verlangt einfach viel Techniktraining. Ja, du bist ja in Dresden aufgewachsen und hast dich dann irgendwann für ein Studium an der TU Chemnitz entschieden. Du studierst aktuell Psychologie. Wie ist es denn dazu gekommen? Dass ich Psychologie studieren will, war mir schon während des Abiturs klar. Und damals hatte mich dann der Olympiastützpunkt hier in Chemnitz eingeladen, mir einerseits die Trainingsbedingungen anzuschauen und auch den Campus. Und ich war vom ersten Tag an auch begeistert, weil einerseits hat man hier super kurze Wege, ob ich jetzt zu meinem Training fahre, ob ich zur Physio fahre, ob ich zu Freunden fahre. Das ist sehr, sehr gut angebunden, alles miteinander. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und ich muss sagen, seit dem ersten Tag hat mir sowohl mein Verein, der LAC Chemnitz, als auch die TU Chemnitz alle Möglichkeiten eingeräumt. Also sollte ich zum Beispiel im Trainingslager sein und nicht die Prüfung schreiben, hat es auch unter anderem funktioniert, dass ich einen anderen Prüfungstermin bekommen habe. Und ich habe natürlich auch einen Mentor an meiner Seite. Das ist seit dem ersten Semester. Derzeit ist es mein Freund, was natürlich auch sehr praktisch ist. Er besucht für mich die Vorlesungen und Seminare. Und ja, auch das Kulturangebot hier in Chemnitz ist super. Also durch unser Studententicket können wir halt kostenlos sowohl ins Theater oder auch in die Kunstsammlung, was natürlich für meine Regeneration oder Erholung mir sehr gut tut. Ja, und ich freue mich jetzt auch, dass ich so einen Bachelor in der Tasche habe, was nicht immer ein Zuckerschlecken war, aber ich da dankbar bin, dass das jetzt abgehakt ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, als Sportler, da erlebt man ja aber nicht nur Höhepunkte, wie du eben das auch schon so ein bisschen erklärt hast, sondern man muss auch mal mit Motivationstiefs kämpfen. Hilft dir da dein Studium vielleicht so ein bisschen dabei, das zu überstehen? Ja, absolut. Also vor allen Dingen in dieser Welt des Sports hat man immer wieder mit Niederlagen zu kämpfen. Ich bin generell ein sehr hinterfragender und analysierender Mensch. Ob das immer vorteilhaft ist, weiß ich nicht. Ich denke, durch meine kleine Erfahrung jetzt, die ich im Sport mache, habe ich gemerkt, dass ich gerade, wenn ich so Wettkämpfe vielleicht nicht so erfolgreich abgeschlossen habe, wie ich es mir vorgenommen habe, doch
immer viel mehr mitnehme. Also ich versuche das dann so weit zu analysieren auch, dass ich da eine Lehre daraus ziehe. Also ich muss aber sagen, ich habe jetzt nie so ein Motivationstief, weil ich bin so ein Energiebündel. Mir macht der Sport einfach Spaß. Und ja, und sollte ich mal, sage ich mal, mit einem enttäuschenden Wettkampf zu kämpfen haben, habe ich ein tolles soziales Umfeld, ob das meine Familie, meine Freunde oder auch mein Trainer ist, der mich immer wieder so motiviert und sagt, wir schaffen das. Ja. Naja, das steckt ja eben doch ein bisschen mehr dahinter. Als Zuschauer sieht man ja dann immer nur, wie du eben anläufst, wie du springst und dann ist im Prinzip alles schon wieder vorbei und eigentlich steckt da ja monatelange Arbeit dahinter. Ja, was geht denn da in dir vor, wenn du da zum Sprung ansetzt? Bist du da sehr aufgeregt oder stehst du sehr unter Druck? Du triffst auf jeden Fall den Kern. Also ich vergleiche das immer so, man hat ein ganz großes Puzzle in diesem Sport und dieser Wettkampf, das ist nur ein kleiner Puzzleteil. Und ja, es steckt monatelange Vorbereitung und ich bin so ein Typ, ich bin super aufgeregt. Das ist einfach in meiner Natur und ich glaube einfach, weil ich auch so ein bisschen extravertiert bin, an sich aber finde ich dann auch ein bisschen meine Ruhe. Ich rede viel mit meinem Trainer vor dem Wettkampf. Wir gehen einige Details nochmal durch, an denen wir sozusagen gearbeitet haben. Und er rekapituliert die nochmal für mich. Aber was ich jetzt unmittelbar vor meinem Sprung denke, das bleibt mein Geheimnis. Schade, werden wir also nicht erfahren. Ja. Na gut, ja, deine aktuelle Bestmarke, die liegt ja bei 13,46 Meter. Und für einen normalsterblichen Menschen ist das ja eine enorme Weite, die du da gesprungen bist. Aber für dich als Sportlerin ist doch da jetzt hier bestimmt noch nicht Schluss, oder? Du willst mehr. Ja, man sagt, das Hochleistungsalter eines Dreispringers liegt zwischen 27 und 30. Und ich muss sagen, mein Trainer und ich, seit ich hier bin, haben immer gesagt, wir gehen den Weg der kleinen Schritte. Ich habe natürlich nichts dagegen, wenn mal ein ganz großer Schritt dabei ist. Und allerdings vertraue ich ihm da absolut. Ich bin 2014 hierher gekommen mit 12 Metern und wir haben es von Saison zu Saison geschafft, uns zu steigern, außer in dem Jahr, wo ich im Ausland war. Deshalb weiß ich, dass wir weiterhin strategisch und kämpferisch da dranbleiben, aber natürlich keine Hellseher sind, wie jetzt die Kurve weiterhin geht. Ich freue mich natürlich weiterhin auf die Zusammenarbeit und sehe natürlich optimistisch. Ansonsten bin ich ja jetzt im Masterstudium und ja, wenn das mit dem Sport eines Tages nicht mehr sein soll, dann weiß ich, dass ich gerne Kinderpsychologin sein möchte und ja, das wären dann die nächsten Herausforderungen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall große berufliche und sportliche Erfolge. Ich hoffe, dass du es bis nach Olympia schaffst und dort auch abräumen kannst. Danke, dass du heute bei uns gewesen bist. Danke. Ja, wir beschäftigen uns in der nächsten Ausgabe mit alternativen Fahrzeugantrieben. Der Leiter der gleichnamigen Professur, Professor Dr. Thomas von Unwerth, führt uns in die automobile Zukunft und erklärt uns, wie innovative Antriebskonzepte aus dem sächsischen Wasserstoff- und Brennzellencluster sowie dessen vielfältigen Projekten hervorgehen werden. Fragen zum Thema können Sie uns wie immer gerne unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einreichen. Bis bald!